Hallo und herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal Podologie und mehr. Ich bin Andrea und heute geht es um Fersensporn. Manche kennen es vielleicht, sie haben Schmerzen an der Ferse, aber von außen ist nichts zu sehen. Es liegt daran, weil der Fersensporn innen drinnen ist. Dazu nehmen wir heute mal meinen schönen Fuß, der anatomisch nachgearbeitet ist und auch schön bemalt. Da entfernen wir mal die Sehnenplatte. Dann entfernen wir auch die mittlere Fußmuskulatur von unten, also die plantare Fußmuskulatur. Und dann sieht man hier schön, wenn wir die hier auch noch wegkriegen, ja, die kriegen wir auch noch weg, dann sieht man schön, dass hier das Fersenbein ist und hier ist der Ansatz der Sehne der Fußsohle. So die, nee, das kriegen wir jetzt, ach doch, das kriegen wir auch noch ab. Das kriegen wir auch noch ab, wie schön. So, hier sieht man schön den Ansatz, wie hier die Sehnenplatte einzieht und in die Zehen nach vorne geht. Und es ist genau dieses Stück hier, das verknöchert und durchs Laufen, ich kann es hier noch besser zeigen, der ist jetzt ohne Sehnen und Bänder, hier das kleine Hügelchen, was hier ist, wird durchs Laufen, ich hoffe man sieht es so, sehr gedrückt und dadurch kann es hier eben bei diesem Ansatz zu einer Verknöcherung kommen. Viele Menschen haben so eine Verknöcherung, aber die tut bei den meisten Menschen nicht weh. Die Verknöcherung beginnt erst dann weh zu tun, wenn sie das Ganze entzündet. Dann spricht man von sogenannten unteren Fersensporn. Es gibt auch noch einen oberen Fersensporn. Dazu muss ich das Ganze umdrehen. Und zwar der obere Fersensporn ist hier bei der Achillessehne. Das hier ist die Achillessehne runter, unsere stärkste Sehne, was wir im Körper haben. Und hier, wo die ansetzt am Fersenbein, das heißt hier hinten, kann es auch zu so einem verknöchernden Ansatz kommen. Und wenn dieser Ansatz hier durch Schuhreibung eben zu viel gedrückt wird, dann kann sich das ebenfalls entzünden. Es gibt dann noch eine sogenannte Haglundferse. Das ist aber in dem Sinn etwas anders als wie der obere Fersensporn, weil das oberhalb ist. Das heißt, beim allerletzten Buckel, das heißt der allerletzte Hügel hier oben, steht wirklich sehr vor und man sieht es, wenn man den Fuß von hinten anguckt, dann hat er hier so eine Ausbeulung um diesen Ansatz rum. Das kann auch sehr verknöchert sein, oft ist auch ein Ödem drunter und man hat eben dann hier oben dann so die Schmerzen hier in dem Bereich. Beim Fersensporn hinten sind es eher in diesem Bereich und der Fersensporn unten hat die Schmerzen genau hier mittig bei der Ferse. So kann man das Ganze unterscheiden. Was macht man jetzt bei so einem Fersensporn? Ich wirf die Sehnen durcheinander. Bei so einem Fersensporn ist es immer ganz wichtig, dass man den Fuß gerade stellt. Das heißt, dass, wenn man es von hinten guckt, dass man nicht so geht, das heißt die Innenseite des Fußes eingeknickt, sondern so, wie er anatomisch auch gehört, damit das ordentlich belastet wird. Und dazu braucht man Einlagen. Es gibt spezielle Einlagen für den Fersensporn, das haben hinten meistens im Bereich des Fersenbeines, also im Bereich des Ansatzes hier, haben die meistens so eine Weichbettung drinnen, damit dass der Druck besser verteilt wird und eben schon mal das Ganze entlastet wird. Und durch die Einlage wird auch der Fuß richtig gestellt, so wie er gehört, damit dass der Gang dann auch wieder normal ist und nicht so eingeknickt. Bei manchen ist es sogar nach außen hin. Die, was den Knickfuß nach außen haben, die knicken ja hier im Knöchel außen rum. Und dann gibt es diejenigen, die was den Senkfuß kriegen, wo eben hier das Innengewölbe nach unten geht und somit dreht sich ja auch das Fersenbein. Das wären jetzt einmal die zwei. So, und dann gibt es natürlich vom Arzt her auch eine Behandlungsmethode, also 3 um genau zu sagen. Es gibt die Röntgenreizbestrahlung, es gibt die Ultraschallbehandlung und es gibt auch noch eine Stoßwellentherapie. Bei allen 3 Therapieformen ist es so, dass die nicht invasiv sind, das heißt, da wird nichts aufgeschnitten und auch sonst nichts operiert. Es wird einfach so gemacht, dass mit einem Gerät von außen Strahlen draufgeschossen werden. Hört sich jetzt schlimm an, ist meistens schmerzlos, dauert nur ein paar Minuten
Und durch diese Reizung wird dieses Gewebe, was hier hinten verknöchert ist, besser durchblutet, wird gereizt und dadurch wird ein Heilungsprozess gefördert. Und dieser Heilungsprozess verursacht dann, dass das Ganze wieder schmerzlos wird. Gerade für den Fersensporn unten ist es sehr wichtig, weil man kann ja dann kaum mehr laufen, wenn das dann schon so weh tut. Bei allen 3 Therapieformen ist es so, dass es beim ersten Mal nicht klappt. Meistens ist es so eine Welle von Behandlungen. Das heißt, man beginnt in der ersten Woche 2-mal, dann die zweite, ich glaube, es geht 3 oder 4 Wochen lang, dass man 2-mal die Woche muss. Dann muss man 4 Wochen pausieren und dann kriegt man wieder 8 bis 12 solche Behandlungen. Und dann muss man ein halbes Jahr pausieren. Und während dieser Pausezeit ist dann meistens so, dass viele Patienten schmerzfrei werden. In den allerseltensten Fällen muss man wirklich operieren. Zum Beispiel bei einer Haargrundferse, so wie ich es vorher gezeigt habe, die was hier oben ist, die was oft so ein Ödem und eine Schwellung und auch so eine Verdickung hat, das kann man nur mehr operativ machen, weil da wird nämlich hier dieses letzte Hubbelchen, was dann sich ausgeknöchert hat und was auch gegen die Achillessehne hier drücken kann, das wird dann einfach weggeschnitten. Und der Chirurg wird es dann, ich weiß jetzt gar nicht, ob die Achillessehne da gelöst wird. Ich bin ja kein Chirurg nicht. Und wie gesagt, es wird einfach weggemacht und dadurch wird diese Haargrundferse dann schmerzfrei. Aber man sollte bitte vorher alle anderen Therapieformen ausnutzen, bevor man wirklich ans Operative geht. Ja, also Fersensporn mit Röntgenreizbestrahlung, Ultraschall und Stoßwellentherapie. Habe ich bei meinen Patienten wirklich gute Erfolge. Machen tut es der Orthopäde in seiner Praxis. Da müsst ihr euch einen Orthopäden suchen, der was das anbietet. Wie gesagt, das ist meistens 2-mal in der Woche, eine Sache von 5 bis 10 Minuten. Hat euch das Video gefallen, lasst mir einen Daumen nach oben hier. Weitere Infos findet ihr natürlich in der Infobox unten. Ihr könnt auch in die Kommentare reinschreiben, was ihr gemacht habt, falls ihr schon mal einen Fersensporn gehabt habt. Und an dieser Stelle will ich auch noch einen Abonnenten schön grüßen, und zwar einen Konrad. Schöne Grüße und alles Gute bei deiner Behandlung. Ich hoffe, wir haben Erfolg damit. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, weil in 2 Wochen gibt es das nächste Video. Eure Andrea. Tschüss!